Wollen wir wirklich ein Land, in dem es Brandmauern gibt? Wollen wir wirklich ein Land, das sagt, wir wollen den Krieg ziehen? Durch Krieg ist noch nie echter Frieden entstanden. Wir haben letztlich keine Finanzkrise, wir haben eine echte Wertekrise. Wir brauchen mehr Bewusstheit. Bewusstheit, dass es wichtig ist zu verstehen, was wollen wir wirklich und was ist der beste Weg, dahin zu kommen, wo wir hinwollen. Herzlich willkommen zu einem weiteren Wolfgangs You. Auslöser gerade heute ist für mich die gestrige Nachricht, dass Donald Trump sein Verteidigungsministerium in Kriegsministerium umgenannt hat. Das ist wie so eine Einladung zu einem richtigen Rundumschlag. Aber dann hätten wir schon wieder einen Schlag. So, was bedeutet das eigentlich? Man kann sich jetzt darüber aufregen und möglicherweise werden viele jetzt auch wieder dagegen sein. Und mein erster Impuls zugegeben war auch, ah, da bin ich doch eingeladen, mich aufzuregen oder dagegen zu sein. Aber wenn man erstmal grundsätzlich versteht, dagegen sein bedeutet immer genau darauf Energie zu geben. Und wenn ich darauf fokussiert bin, bin ich nicht auf etwas anderes fokussiert. Je aggressiver ich bin, desto mehr Tunnelblick mache ich. Man kann es aber auch eben mal anders betrachten. Wenn jemand so in die Enge geht von Verteidigung auf Krieg, was bedeutet das? Ein verwundetes Tier, auch wenn es sonst vielleicht sanft war, wird, wenn es in die Enge getrieben wird, bissig. Und ja, wenn jemand jetzt hier so bissig wird, bedeutet das, er fühlt sich in irgendeiner Weise in die Enge getrieben. Das heißt, es muss irgendwelche Mächte geben, die herausfordern. Und leider eben dann mangels besserer Ideen auf altbewährte Strukturen oder Strategien zurückzugreifen. Aber was sind diese Mächte, die jetzt da so den Gegendruck machen? Einmal können wir natürlich sagen, das sind die langen Zyklen, dass die Wirtschaft sich verändert. Aber es sind ja so viel hausgemachte Probleme, die ganze Verschuldung etc., dass wir auch dann gerne Krieg machen, weil dann wissen wir wenigstens, dass was produziert wird, die Schulden dann in die eigene Industrie gehen. Oder wenn wir es zerstören, haben wir vielleicht wieder Aufbaumöglichkeiten. Aber das ist ein idiotischer Teufelskreis. Wenn ich was zerstöre, auch selbst wenn ich einen Krieg gewinne, dann habe ich immer Verlierer. Eine Siegesfeier bedeutet immer auch entsprechende Trauerfeiern. Es ist immer Win-Lose. Und es ist nur eine Frage der Zeit, wann die Verlierer, wir müssen ja irgendwo wieder einen Ausgleich finden, auch die wollen ja zumindest auf Augenhöhe eigentlich leben, aber im Regelfall müssen sie kompensieren und müssen dann auch in dieses Win-Lose-Spiel einsteigen. Und ob das nun Amerika ist, ob es nun Ukraine ist oder ob es Gaza ist, es wird kein Frieden entstehen auf diese Art und Weise. Durch Krieg ist noch nie echter Frieden entstanden. Man muss einfach aufhören und man an den Punkt wieder kommen und sagen, was wollen wir eigentlich wirklich? Was wollen wir Menschen wirklich? Nicht, was wollen wir als oberflächliche Reaktion auf dem sogenannten Reptilienhirn-Level. Was wollen wir da? Ich denke an die gewaltfreie Kommunikation, wo dann der eine sich aufregt und zu dem Amerikaner, Marshall, da sagt, Mörder. Und mit viel Verständnis und echtem Zusammenkommen, nach einer Stunde sitzen sie beide gemeinsam im Zelt und essen zusammen. Wir haben so eine tiefe Sehnsucht danach. Aber meistens sind ja eben Menschen irgendwo in Machtpositionen, wo sie eben nicht mit der Friedfertigkeit hinkommen, sondern eben mit Ellbogen kämpfen und permanent auch in der Angst leben, bleibe ich jetzt hier gewählt? Aber das liegt natürlich dann auch in der Wechselbeziehung. Das Volk wählt ja auch solche Menschen. Wie kommen wir aus diesem Dilemma raus? Was wollen wir wirklich? Und nicht Symptombekämpfung machen. Möchte ich wirklich gesund
und fit sein oder möchte ich nur die Schmerzen loswerden? Und überall ist es eingerissen, dass wir in einen viel mehr Überlebenskampf gekommen sind. Und das dann noch ohne, nennen wir es mal, Werte, sondern wir kommen irgendwie durch. Wir leben in einer Gesellschaft, da kann man sich daneben benehmen, wir gucken einen Krimi, dann macht der Mörder einen Deal und dann wird er nicht so bestraft. Überall gibt das. Man kann sich in der Politik ja ein bisschen schlecht oder zumindest nur fehlerhaft verhalten, große Fehler machen. Naja, dann wird man auf einen besseren Posten weggelobt. Und als Politiker haben wir natürlich dann auch noch die Möglichkeit, die Renten selber bestimmen. So, und jetzt sind wir in einer Diskussion und rufen nach mehr Gerechtigkeit. Die starken Schultern müssen die schwachen Schultern nicht tragen oder müssen wir Renten kürzen oder Bürgergeld kürzen. Also die Lösung ist irgendwo immer im Wegnehmen. Aber selten, gerade auch wenn man die Rentendiskussion nimmt, erleben wir es ja, dass man sagt, Mensch, wir Politiker im Bundestag, wir sitzen da nur wenige Jahre und dann kriegen wir schon mal gleich eine Mindestrente von 2000. Das schaffen ja viele nicht mal in 40 Jahren. Moment, was hatten wir im Stichwort Gerechtigkeit? Hm, Das ist es nicht. Den Reichen was wegzunehmen, weil sie was haben und den Armen was zu geben in diesem Sinne, wer mehr hat, muss auch mehr tragen. Hm, Also, wenn wir mal, nur eine Annahme als Beispiel, nicht, dass es so ist, aber wenn wir sagen, das sind Schmarotzer und das sind viele, die arbeiten, ist das dann gerecht, denen, die hart arbeiten, es wegzunehmen, zu denen, die nicht arbeiten wollen? Könnte zumindest sein, dass es nicht gerecht ist. Ich selber bin mal durchgegangen, ich war bei einem Seminar vor vielen, vielen Jahren, bin damals mit einer Mercedes 200 dahin gefahren und galt als die Kapitalistensau bei jemandem und der war für mich das Ökoschwein. Das war immer so ein Alternativer, der alles bekämpft. Und wie das in Seminaren dann so manchmal kommt, sitzen wir dann in einer One-to-One-Übung beide zusammen mit unseren Feindbildern. Aber wir mussten miteinander reden und lernten uns dann kennen. Und was war dann, ja, weil ich habe ja mehr und er hatte weniger. Aber er war Studienrat, musste gar nicht viel arbeiten. Und ich habe mich einfach entschieden, mehr zu arbeiten. Und als wir nachgerechnet haben, stellten wir fest, er hat einen höheren Stundenlohn als ich. Aber in der Summe hatte er weniger, weil ich mich entschieden hatte, mehr zu arbeiten. Ist das gerecht? Was ist gerecht in der Rentenproblematik? Ich kriege 130 oder 150 Euro Rente vom deutschen Staat, habe dem Staat aber durch meine selbstständige Tätigkeit, durch meine Arbeit Millionen an Steueralarm gebracht. Was ist gerecht? Wir brauchen eine wirkliche Wertediskussion in diesem. Es ist nicht gerecht, wie viele Politiker leben. Und es ist auch nicht gerecht, Rentnern etc. was wegzunehmen in der Form. Man muss sich das anschauen. Es gibt Ungerechtigkeiten, es gibt Missbrauch, das muss man regeln. Aber wir haben ein anderes Problem. Kommen wir insofern wieder auf den Krieg zurück. Wir machen auch im Bundestag Brandmauern, Ausgrenzung. Wir machen es im Bundestag, dass wir einen harten Fraktionszwang haben, dass nicht der Abgeordnete wirklich nach seinem Gewissen entscheiden kann. Warum? Weil er sonst nicht wiedergewählt wird, hat er gar keine Chance mehr, weil Druck ausgeübt wird, weil wir nicht die Wertekultur haben, die wir leben. Gleichzeitig diskutieren wir dann aber, ach, die Chinesen oder wer auch immer hat das demokratische Modell nicht und die sollen sich gefälligst danach richten. Meistens ist es so, wer am lautesten schreit, ne, Hunde, die bellen, die beißen nicht, also wer so am lautesten schreit, macht das nicht. Und da möchte ich mal was zur Reflexion geben, was wir jetzt schon gerade haben. Warum haben wir eingeführt, dort wo es Arbeit gibt, früher hieß es ja Arbeitsämter, jetzt nennen wir das Jobcenter. Also schon mal so abfällig, einen Job zu haben. Im Englischen sagt man just over broke, gerade so viel, damit du nicht pleite gehst. Und also wer arbeiten gehen muss zum Jobcenter, wer das will. Und die anderen, die nicht arbeiten gehen wollen, kriegen Bürgergeld. Die müssen ja aufgewertet werden. Ist das nicht ein bisschen schräg? Ist das nicht ein bisschen pervers? Diese Gesellschaft investiert Schulden in irgendwas und welche Vereinigungen, politischen Vereine und alles Mögliche wird finanziert.
Es werden Abfindungen bezahlt und alles Mögliche in einem Maße, dass man sich wundert. Und die Armen, naja, da diskutieren wir Mindestlohn oder eben bei Hartz IV noch ein bisschen mehr, aber Hartz IV heißt ja auch nicht mehr. Bürgergeld heißt es ja, oder früher hieß es Sozialhilfe. Aber wir sind aus der wirklichen, echten Hilfe raus. Einfach auch das. Bürgergeld bedeutet, der Bürger kriegt Geld. Sozialhilfe war, wir wollten sozial sein und helfen. Aber es gibt keine Hilfe mehr, wirklich in die Arbeitswelt wiederzukommen, um persönliche Erfüllung auch zu haben. Da ist so vieles schräg. Und der Volksmund sagt schon mal, wehret den Anfängen. Wir haben letztlich keine Finanzkrise, wir haben eine echte Wertekrise. Wollen wir wirklich ein Land, in dem es Brandmauern gibt? Wollen wir wirklich ein Land, das sagt, wir wollen den Krieg ziehen? Wollen wir das wirklich? Aber Moment, Frieden ist nicht etwas, was man geschenkt bekommt. Frieden ist nicht das Weglassen von Schießen. Frieden findet in uns statt. Und gehen wir mal in viele private Beziehungen. Da treffen sich Menschen, verlieben sich, heiraten und irgendwann streiten sich. Und es ist sogar, ist doch normal, dass man sich dann streitet. Ne? Wirklich? Ist das normal? Ist das die Norm? Muss man das so machen? Wenn wir anders ausgebildet wären, könnten wir vielleicht anders miteinander umgehen. Aber das haben wir nirgendwo gelernt. Wie gehen wir kommunikativ gut mit uns um? Aber es geht ja nicht mit dem anderen. Es geht darum, ich halte jetzt den Streit nicht aus. Und in diesen klassischen Streits, auch in einer privaten Beziehung oder auch mit Freunden oder etc., es geht darum, wer hat Recht. Und plötzlich wollen wir Recht haben. Und Recht haben können wir im Zweifel nie, weil wir nur ein limitiertes Ausschnitt aus dem Leben haben. Ja, der Klassiker ist die Tasse, auf welcher Seite ist der Henkel. Mein Gegenüber sagt auf der linken Seite, ich sage nein, der ist auf der rechten Seite. Und so können wir uns die Köpfe einschlagen. Und wenn ich den, der auf meiner rechten Seite ist, frage, wo ist er, dann sagt er, ihr seid ja völlig bedaddelt, der ist doch vorne. Und dann auf meiner linken Seite sagt, was streitet ihr oder was habt ihr für eine Diskussion? Da ist doch gar kein Henkel. Und das ist Wahrheit, gibt es nur, wenn mehrere Blinkwinkel. Du machst nicht ein großes Puzzlebild aus einem Puzzleteil. Wir müssen mehrere Puzzleteile zusammenstellen, um ein gutes Bild zu kriegen und uns zu verständigen, was wollen wir wirklich. Es hat bei mir lange gedauert. Ich bin auch auf diesem Trip gewesen. Ich muss kämpfen, um Recht zu haben. Das war meine Überlebensstrategie. Habe ich zu Hause gelernt, obwohl ich immer gesagt habe, nie so wie mein Vater, aber wurde ich im Prinzip so. Und ich habe diese Diskussionsform zu Hause gelernt. Sie ist bei mir wirklich auf dem Systemebene programmiert gewesen, bis ich irgendwann mal wirklich zu dieser Frage kam, was will ich wirklich, wirklich? Habe ich mich in diese Frau verliebt, in diesen Geschäftspartner oder irgendwie was, weil ich streiten wollte? Oder noch weiter, bin ich inkarniert, damit ich endlich streiten kann? Was ist es, was ich wirklich, wirklich will? Dann hilft es mir aber nicht, dass ich streite, sondern muss ich in dem Moment, in dem ich erkenne, ich wollte eigentlich was anderes, in der Lage sein, sofort mit dem Streit aufzuhören. Und der Volksmund sagt so, der Klügere gibt nach. Es geht nicht um Nachgeben. Deshalb sagt Karl Valentin ja auch zu Recht in gewisser Weise, wenn er sagt, also hört, der Klügere gibt ja nicht nach. Nein, es geht nicht um Nachgehen, es geht darum, auf eine andere Bewusstseinsebene zu gehen und von dort mache ich hier etwas, was ich wirklich, wirklich will. Kriegen wir durch Krieg wirklich das hin, was wir wirklich, wirklich wollen? Also zumindest könnten wir es nicht Frieden nennen. Es hat noch keinen Krieg gegeben, der dann zum echten Frieden führte. Es muss Versöhnung stattfinden. Es muss eine andere Frequenz stattfinden. Es muss ein Win-Win Next Level geben. Sonst ist es immer, wie auch immer, gearteter Waffenstillstand. Und bis sich eine Seite erholt hat, geht es wieder weiter. Gut, Waffenstillstand kann schon mal ganz gut sein, dass erstmal nicht mehr Menschen sterben. Aber wir müssen uns bewusst sein, wir müssen etwas anderes wollen. Auch in Deutschland die Diskussion, hier ein Messerstecher oder da was Schlimmes.
Das hat mit denen, die da reinkommen, erstmal nichts zu tun, denn die sind ja schon drin, die da gestochen und mit dem Auto gefahren sind, in Menschenmengen rein, die verletzen und töten. Das System ist nicht mehr in der Lage, dass man sich im Lande sicher fühlen kann. Und das hat nichts damit zu tun, ob da noch mehr Menschen reinkommen. Das ist ein anderes Thema, muss man auch behandeln. Aber die Illusion, wir machen die Grenzen dicht und es gibt keine Messerstechereien mehr, das ist doch beknackt. Es ist immer nur für die Klientel etwas. Also die Politik gibt uns nicht das Gefühl, sagen, wir haben entschieden, keine Kinderarmut mehr. Menschen müssen wirklich auf Augenhöhe gut versorgt sein. Wir wollen, ob wir es nun Bürgergeld nennen, wie oder auch immer, aber ich mag das Wort Hilfe sogar. Die Gemeinschaftshilfe ist eine Gemeinschaftshilfe, ja, weil sie aus dem großen gemeinschaftlichen Topf kommt. Gemeinschaftshilfe, damit auch du auf Augenhöhe sein kannst. Damit du auch weißt, du bist einer von uns. Das wollen wir. Und ich würde lieber ein Jobcenter wieder zum Arbeitscenter machen oder vielleicht sogar noch zum Berufungscenter, denn Beruf hat ja was mal mit Berufen, Berufung zu tun. Was ist es, was mir wirklich emotionale Erfüllung bringt? Geld und steuerliche Systeme kann man ganz anders regeln. Auch Rentensysteme kann man ganz anders regeln. Aber wenn man immer nur im Wegnehmen denkt, kann man eben nicht andere Lösungen, die wirklich gut für die Gemeinschaft sind, lösen. Aber die Welt verändert sich daher. Und wenn das Alte nicht mehr funktioniert, dann haben eben viele die Idee, sie gehen wieder dahin, wo sie schon mal eine Technik hatten, mit der sie überlebt haben. Na, wir haben schon mal einen Krieg gewonnen, also machen wir jetzt Kriegsministerium draus. Wir waren schon mal eine starke amerikanische Weltmacht, also machen wir jetzt wieder Kriegsministerium draus. Nonsens. Dieser Rückschritt führt zu nichts. Auf der dualen Ebene balanciert sich es immer aus. Und wir brauchen mehr Bewusstheit. Bewusstheit, dass es wichtig ist zu verstehen, was wollen wir wirklich, wirklich und was ist der beste Weg, dahin zu kommen, wo wir hinwollen. Und wenn wir da nicht täglich genügend Zeit drauf verwenden, dann haben wir nicht die Emotion und dann auch nicht das Gehirn dafür. Ich muss meinem Gehirn die entsprechenden Fragen stellen, um auch gute Antworten zu kriegen. Und die Antworten zu kriegen, wie wir dann ganz anders miteinander leben können. Manche sprechen von Menschheitsfamilie. Oder wir wissen, dass wir wirklich in diesem ganzen Ding hier ja, auf demselben Planeten wie oder im selben Boot sitzen. Wir wissen das. Aber logischerweise, wenn es mir an den Kragen geht, denke ich schnell mal zuerst an mich. Und das ist egal, ob es das Individuum ist, das auf der Straße dann demonstriert oder ob jemand irgendwo einbricht, weil er überleben will oder wenn so ein Staatsfürst meint, ihm geht es an die Macht. Und dann müssen die das durchziehen. Ein Putin kann nicht anders. Der kann nicht einfach sagen, oh, lass mal Frieden. Der hat ja Leute hinter sich, die ihn stützen. Wenn wir nicht etwas stark machen, das Gesunde stark machen, werden wir immer verlieren. Diese ganze Vogue-Geschichte hat einen ganz großen Haken. Wenn wir das mal übersetzen, müssen alle nett sein. Es geht nur darum, unseren eigenen Organismus anzuschauen. Wie ist ein Körper wirklich, wirklich gesund? Man nennt das so Homöostase. Es muss eine Balance sein. Wenn ich aber auf die Idee komme, Mensch, der Krebs ist doch auch eine Zelle und die muss auch ihre Berechtigung und ihre Anerkennung kriegen, dann könnte das schief gehen. Dann bin ich mit Sicherheit nicht in der Homöostase. Wir haben Krebszellen in uns, aber zum Glück haben wir auch Zellen, die die Krebszellen auffressen. Da gibt es schon eine Polizei, die aufpasst und dafür sorgt, dass eine gesunde Balance da ist. Brandmauern? Boah, wenn die Niere oder die Leber, na, die müssen wir doch mal gegeneinander aufhetzen. Ach, immer will die, immer will der. Nein, es geht darum, dass wir einen gesunden Organismus haben. Und ich vermisse im Staat wirklich, wie sieht die Vision aus, wie Menschen in dem Lande leben 2040, 2050. Haben wir dann Kinderarmut? Haben wir dann ungebildete Leute? Haben wir dann den Bodensatz, von dem auch schon ein Politiker gesprochen hat? Oder geben wir
alles unseren Fokus und wählen, wirklich ein Land zu sein, in dem jeder echte Chancen hat. Er hat immer noch seinen freien Willen, was zu machen. Aber wenn er den Willen anders einsetzt, dann muss er im Zweifel vielleicht auch nicht versorgt werden. Also in der Natur ist das so, dass nicht überall die Tiere immer gefüttert werden in der Natur, wenn sie sagen, ich habe keinen Bock zum Jagen, ich habe keinen Bock dazu. Es gibt welche, die zusammenarbeiten. Da gibt es den Vogel, der dem Krokodil zwischen den Zähnen da was rausholt. Er muss also nicht jagen gehen. Das Krokodil sorgt dafür, dass immer genügend zwischen den Zähnen ist. Aber das ist eine Win-Win-Beziehung, weil wechselseitig hilft man sich da. Wir müssen echtes Win-Win lernen, aber nicht Lose-Win oder Win-Lose und schon gar nicht Lose-Lose. Aber die Mehrzahl der Menschen ist heute wohl schnell in dem Lose-Lose oder bei Win-Lose, entweder Unterdrückung oder Lose-Win. Ich gebe auf und lass mit mir tun. Das ist wieder natürlich. Man muss nicht viel tun, man muss die Rahmenbedingungen schaffen, dass eine Pflanze zum Licht, zum Himmel wächst. Aber die Rahmenbedingungen, die Strukturen müssen sein. Und da gibt es einiges zu tun. Aber wir können die Rahmenbedingungen erst richtig schaffen, wenn wirklich klar ist, wo wollen wir hin. Das muss man mal festlegen. Grobe Richtung. Wir wussten nach dem Krieg, boah, da wollen wir hin, wir wollten Wohlstand haben und aufbauen und dies und jenes. Und das hat dann auch ganz gut geklappt. Und dann kommen eben die nächsten Probleme und wir müssen wieder auf die nächste Bewusstseinsebene gehen, um das dann entsprechend zu lösen. Jetzt kommen andere Probleme, Zyklen, aber haben wir wirklich eben, wenn man so sagt, wirklich den Ehrgeiz, wow, jetzt haben wir folgende Probleme, wie lösen wir diese Probleme? In einem guten Unternehmen ist die Aufgabe des CEOs, die Probleme, die jetzt gerade auf der Ebene sind, zu lösen, dies zu schaffen, nicht zu kämpfen, nicht auf Altes zu gehen, das zu lösen und wenn wir jetzt gut auf die nächste Ebene kommen, weise Voraussicht, welches die nächsten Probleme sein werden und uns alle darauf vorzubereiten, wie wir die dann lösen. Wenn wir das nicht tun, wenn wir nicht diese genügende Führung haben, dann, ja, ne, wann war es denn mal schön? Manche reden ja von dieser sogenannten Komfortzone, aber naja, das ist sehr, sehr relativ. Ja, ich hatte gute Momente in der Sandkiste, wo ich als Fünfjähriger schön gespielt habe und hatte Frieden. Ist das jetzt die Lösung für den 30-, 40-Jährigen, wieder in die Sandkiste zu gehen? Das kann es doch nicht sein. Wir haben in jeder Altersphase andere Aufgabenstellungen. Und die gilt es anzunehmen. Und diese Altersphase habe ich als Individuum, die hat das Unternehmen, hat andere Aufgaben und hat auch ein Land. Aber wenn ich nicht die aktuellen Probleme wirklich angehe, und die sind nie auf der monetären Seite, die sind nicht in erster Linie auf der materiellen Seite. Mein Problem in meinem Alter ist nicht, dass ich hier zu wenig Sand um mich herum habe. Das ist nicht die Lösung, sondern was steht an? Es ist immer erstmal wieder, wenn ich auch sage, wo wollen wir hin, worum geht es wirklich, wirklich, erstmal eine nicht materielle Thematik oder Diskussion, die wir führen sollten. Welche Werte sollten gelebt werden? Möchte ich die Ausgrenzung? Möchte ich eben das Herabschauen auf? Möchte ich, was möchte ich eigentlich wirklich, wirklich? Möchte ich diesen berühmten Dachdecker mit Rente versorgen, weil er nicht mehr Dachdecker sein kann? Oder nein, ich möchte ein System haben, wo wenn er damit nicht mehr Dachdecken kann, dass er eine andere Aufgabe findet. Was hat er zum Beispiel gelernt, was er anderen Berufen weitergeben kann? Er muss nicht deshalb in Rente gehen, weil keiner sagt, er muss weiter Dachdecker sein. Was wollen wir wirklich, wirklich? Wollen wir den Menschen ihre Aufgaben wegnehmen? Wollen sie ihnen den Beitrag wegnehmen? Alles, was wir heute wissen, was wirklich gesund und langlebig macht, ist wirklich einen guten Beitrag in der Community zu leisten. Idealerweise haben wir dann auch eine gute Gruppe. Hm. Von außen kann ich sagen, ich bin ein Freund von Singapur. Ein Gesetz,
Kinder dürfen nicht unter diesen Wohlstandsländern laufen, wir um die Alten gekümmert. Da geht so viel, was sind gesunde Prinzipien, wie halten wir die ein? Und dieser Volksmundspruch, wehret den Anfängen, lasst nichts einreißen, bloß nichts einreißen lassen, bezieht sich auf Prinzipien und Werte. Und wenn wir diese Werte, Prinzipien vernachlässigt haben, wenn man andauernd Deals machen kann und dann wird man nicht bestraft, wenn man Mist bauen kann und muss keine Konsequenzen tragen, ja, warum sollen wir dann noch Prinzipien einhalten? Ja, und diese sogenannte wehrhafte Demokratie bedeutet eben, wehret auch den Anfängen. Und ich, heute in meinen 70ern, kann sagen, ich habe vor 50 Jahren schon gesehen, welche Probleme es gab. Da gab es Anwälte, die für Asylanten gearbeitet haben. Da wurde getrickst und alles gemacht. Da wurde, nennen wir es mal, eine Form von Korruption schon praktiziert. Es ist einfach nur weiter auseinandergegangen. Und das können Sie nicht an Symptomen oder an einer Oberflächlichkeit lösen. Sie können es auch nicht mit Geld lösen. Es sind Wertethematiken. Und wenn der Westen, wenn Europa, Amerika sich nicht ganz klar wieder zu bestimmten Werten bekennt und diese auch lebt und von den Führern gelebt und durchgesetzt werden, dann, na, eher gute Nacht. Dann gibt es andere, und deshalb ist es nicht ein Thema Demokratie oder Diktatur, westliches Modell oder chinesisches Modell, sondern die haben eben eine andere Struktur, etwas durchzusetzen, umzusetzen, was es in einigen sehr gesunden Firmen ja auch gibt. Also kann es nicht am Modell liegen, sondern an der Wertekultur. Und das dann für heute noch so als Schlusssatz. Im Businessbereich weiß man, 2/3 des Erfolges beruht auf der Kultur. Es gibt ein Buch, auch Collapse, und warum etwas runtergeht, Organisationen und Länder. Es basiert immer auf der Kultur. Und Kriegskultur schafft keine dauerhafte Sicherheit. Brandmauern, Aufhetzen gegeneinander. Ja, ich hatte vorhin schon gesagt, was ist, wenn ich meine Leber aufhetze gegen die Niere? Wie gesund wird mein Organismus, wenn ich Kind aufhetze gegen den anderen Elternteil? Wie wird die Familie sein? Nonsens. Werte müssen vom Team gelebt werden. Ansonsten gibt es dieses Team nicht. Ansonsten heißt es dann nur toll, ein anderer macht's. Idealerweise. Und wenn wir das nicht richtig hinkriegen, ja, dann sind wir hilflos und dann verschulden wir uns noch mehr, verschulden wir uns. Sollen die Nachfolgenden sehen, wie sie klarkommen. Es ist eine Illusion, Schulden zu machen und sie irgendwo hinzuzahlen, und zu glauben, es wird besser. Wenn die Werte, die Prinzipien nicht eingehalten werden, wird es nicht besser. Es gibt nur eine größere Verschuldung. Die Probleme werden größer. Wäre den Anfängen, sonst wird es immer schlimmer. Aber es ist so leicht, oder sagen wir so, es ist so simpel, es zu ändern. Es fällt uns vielleicht nicht unbedingt leicht. Denn Vergebung und sagen, ab jetzt streite ich mich nicht, aber jetzt möchte ich mit dir nur darüber reden, was funktioniert und die Energie halten. Dadurch soll man nicht weicheilt werden. Und man muss möglicherweise sich auch mal verteidigen oder Grenzen ziehen, solange man noch nicht genau in diesem gesunden Zustand ist, dass man alles andere ausgeeiert hat. Wenn der Körper richtig gesund ist, dann eilt er schädlich aus oder killt sie. Solange das noch nicht, muss man vielleicht noch ein paar Hilfsmittel nehmen. Aber wir sehen ja auch, es geht ja nicht nur um Krieg und Frieden hier, sonst was auch immer. Wie desaströs sind die Brücken, wie desaströs ist die Armee, weil man überall die Prinzipien vernachlässigt hat. Wir brauchen gesunde Brücken, das ist doch sowas von logisch. Und wenn man eine Armee hat, dann sollte sie auch sinnvoll einsetzbar sein. Auch alles so simpel klar. Aber daran ist sich nicht gehalten worden. Und wenn der Geist sich nicht ändert, dann ist nicht. Und ich habe es gelernt von jemandem, der Religionsgemeinschaft der Bahai angehörte. Ich war vor 30, 40 Jahren auf einer sogenannten Party und saß neben jemandem. Und damals haben wir so gegen Atomkraft gewettert, insbesondere Atombomben gewettert. Und der nicht. Und ich war ganz irritiert und sagte, religiöser Mann, wieso sind Sie nicht gegen die Atomwaffen? Ich sage, wieso sollte ich? Naja, aber da ist so gefährlich und dies.
Ja, sagt er, wissen Sie, wenn Sie die Atomwaffen abschaffen, aber nicht die Kriegsgesinnung, dann kommen Sie mit B-Waffen, mit C-Waffen oder heute kommen wir mit Drohnen oder mit Cyberkriminalität. Es geht nicht um die Waffe an sich, es geht um die Gesinnung. Und da fängt es wieder bei jedem von uns selbst an. Was ist meine Gesinnung? Streite ich mich zu Hause viel? Streite ich in mir? Habe ich Widerstreit in mir oder habe ich in mir den inneren Frieden? Kann ich in Gesprächen dazu beitragen, dass wir immer wieder darauf kommen, was ist es eigentlich, was wir wirklich, wirklich wollen? Und was ist das Beste? Lass uns in diesem Sinne streiten, was ist der beste Weg, dass wir unsere Vision verwirklichen? Und by the way, viele Wege führen nach Rom. Deshalb ist auch nicht wichtig, dass wir alle denselben Weg gehen, aber wichtig ist, dass wir alle auf die nächste Stufe für ein besseres Zusammenleben gehen. Dass wir alle das große Bewusstseinsfeld täglich mit unseren Gedanken stützen, dass alle anderen, die da dranhängen oder noch nicht so bewusst sind, automatisch die richtigen Gedanken haben. Ja, dazu mehr in meiner Arbeit und dass wir das verstehen, dass wir in einer Wechselbeziehung zwischen unserem Bewusstsein und dem Bewusstseinsfeld leben, dass wir das Gesamtbewusstseinsfeld beeinflussen. Je mehr Menschen konsequent in Liebe und Frieden sind, desto weniger Krieg gibt es. Je mehr meine Zellen in einem Superzustand sind, desto weniger Dis-Ease gibt es. Seien Sie gewiss, das Beste kommt noch.